und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Heute möchte ich euch erklären, was ein Triller mit Nachschlag ist und wie man ihn spielt. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ein Triller mit Nachschlag. Was ist das, beziehungsweise wie spielt ihr das? Für manche Blockflötenspieler ist dieser Triller, bei dem am Schluss nochmal zwei kleine Noten dran stehen, kurz bevor die Schlussnote kommt, ein wahres Mysterium. Und andere wissen eigentlich, wie es gehen soll, aber tun sich trotzdem schwer, das zu spielen. Deshalb wollte ich diesem Triller heute mal ein spezielles Video widmen. Wenn ihr grundsätzlich wissen wollt, wie man Triller auf der Blockflöte in hochbarocker Musik spielt, dann schaut euch gerne meine früheren Videos an zu Trillern. Die verlinke ich euch hier gerne oben. Und ja, wir wollen mal schauen, wie ihr das anstellen könnt mit diesem Nachschlagtriller. Also es ist wichtig, dass wir den erstmal auseinanderklabustern, den Triller, dass wir wissen, was gehört zu was und wo muss ich mit der Zunge anstoßen beispielsweise und wo ist es gebunden. Deshalb gehen wir jetzt mal in ganz kleinen Minischritten vor. Ich habe hier ein Beispiel von Telemann aus der Partita, die man auf Sopranblockflöte spielt, Partita Nummer 2 in G-Dur. Da ist so eine Stelle drin mit einem Triller mit Nachschlag. Da seht ihr die 2/16 am Ende, die sind unter dem Bogen und das Trillerzeichen steht aber auf dem Cis. Jetzt wollen wir erstmal schauen, was spielt sich hier eigentlich ab. Im Grunde möchte Telemann hier auf dem Schlusston D enden, auf dem allerletzten Ton vor dem Doppelstrich. Und davor ist eigentlich ein Cis. Um dieses Cis geht es. Da steht ja auch der Triller drauf. Also ganz vereinfacht hättet ihr dann einfach Cis D. Das ist das Gerüst für diese Stelle sozusagen. So, jetzt habt ihr den Triller auf dem Cis und ein Triller besteht immer aus der Vorhaltnote und der Hauptnote. Und die Hauptnote ist hier ja das Cis, wie gesagt, und die Vorhaltnote ist dann ein D, weil man den Triller von oben beginnt im Hochbarock. Das könnt ihr auch nochmal in diesen Videos, die ich schon erwähnt habe, nachschauen. Das heißt, wenn man jetzt mal nur den Vorhalt des Trillers, der nicht da steht, nimmt, also ihr seht da nur ein Cis, es steht aber kein D da. Das D ist über dem Cis und das ist unser Vorhalt. Also ganz vereinfacht, wenn ich jetzt Vorhalt, Triller, Hauptnote spiele und den Schlusston, dann würde das so klingen. Also vielleicht auch nochmal nur die Trillernote, über der das Trillerzeichen steht. Die besteht eigentlich aus D und Cis. So, jetzt basteln wir daraus einen richtigen Triller, weil wir wollen ja nicht nur den Vorhalt und die Hauptnote spielen, sondern als Triller mit D-Cis klingt das dann so. Und mit der Schlussnote D, die ja auch da als letzte Note steht. So, was machen wir jetzt mit den zwei kleinen Noten? Werden die ganz am Schluss gespielt, vor der Schlussnote direkt? Und macht man erst den Triller und dann kommen diese 2/16, die ja in dem Fall H und Cis sind, ja, also nicht H und C, das Kreuz gilt ja noch. Bis dahin also ist es H und Cis in unserem Fall jetzt. Wenn ihr mal genau schaut, seht ihr, dass die 2/16, die da reingemalt sind, die zwei kleinen, dass die noch unter dem Legato-Bogen stehen, unter dem Bindebogen. Das heißt, sie gehören noch zum Triller dazu und eigentlich ist es auch so, dass der Triller ja, wenn man sich das mal aufschreiben würde, aus lauter schnellen Noten besteht und diese zwei hingeschriebenen, zwei schnellen da am Schluss,
die sind einfach integriert im Triller. Also das würde dann so aussehen und es würde sich dann in Zeitlupe so anhören. Das bedeutet auch für euren Zungenstoß, dass ihr ganz am Anfang bei diesem Vorhalt D ein Dü macht und dann keins mehr. Außer bei der Schlussnote D, die eigentlich mit dem Triller nichts zu tun hat. Also ihr beginnt mit einem Dü, diese ganze Triller-Geschichte und auch diesen sogenannten Nachschlag einfach mit im Triller drin und ganz am Schluss kommt wieder ein Dü für die Schlussnote D. Das heißt, ihr habt insgesamt nur 2 Düs zu machen. So, wenn ihr jetzt denkt, wieso schreibt Telemann denn dann extra die 2 Sechzehntel hin, wenn die eigentlich in den Triller reingehören? Warum schreibt er nicht den ganzen Triller auf, in diesen ganzen schnellen Noten oder gar nichts? Das ist ganz einfach so, dass der Triller in seiner Form ohne Nachschlag das Normale war sozusagen. Und wenn dann ein Nachschlag dazu sollte, dann muss es eben extra notiert werden. Und das sieht sehr verwirrend aus, weiß ich, weil ihr den Trillerton, das Cis als Viertelnote hier stehen habt und dann kommen am Schluss 2 schnelle. Aber es ist wirklich so, ihr müsst umdenken. Ihr müsst euch denken, das ist ein Ganzes und dann kommt noch eine Schlussnote, die damit eigentlich nichts zu tun hat. Ich würde euch noch als Tipp geben, dass ihr das mal auswendig probiert und auswendig übt, weil einfach diese optische Sache, dass da eine Viertelnote steht und am Schluss so 2 schnelle, verwirrend ist. Macht euch klar, dass es einfach lauter Sechzehntel, sage ich mal, sind und das ist ja auch nur ein ungefährer Wert. Wie ihr wisst oder wie ihr gehört habt, auch in meinen Beispielen, fängt der Triller ja langsam an und wird immer schneller. Also genau genommen hätte man diesen doppelten Balken immer mehr Balken malen müssen am Schluss. Aber das haben die damals auch gar nicht so aufgeschrieben in der Barockzeit, weil das klar war, dass man das so spielt. Aber ich würde euch empfehlen, übt diesen Triller mit Nachschlag auswendig. Dann könnt ihr euch konzentrieren auf den Triller als Ganzen, ohne so abgetrennte 2 Noten am Schluss und vor allem auch auf die Artikulation. Ja, dass er wirklich nur Dü, Dü macht. Also singen kann ich nicht so gut wie Blockflöte spielen. Ich hoffe, ihr kommt damit weiter. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, da freue ich mich sehr. Falls ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Erfolg damit und sage wieder mal bis nächsten Freitag. Tschüss!